Guten Morgen miteinander. Es freut mich, dass ich der 1-Komet, die Idee, die hinter dem 1-Komet stand und vor allem zur Leistung vom 1-Komet was erzählen kann. Ich bin der Donald Bösch, habe angefangen Deltaflüge bereits im Jahr 1978, darum eine sehr frühe Delta, SAV-Nummer 2888. Bin dann ziemlich viel geflogen, bei 5000 Flugstunden. 1992 hatte ich einen von den ersten Swifts in Europa gehabt, einen amerikanischen. Mit dem bin ich 1994 Vize-Europameister gewesen. Haben wir dann später einen belgischen Swift gekauft und haben mit diesen 2 Flügern etwa 500 Flugstunden gemacht. Daneben bin ich noch ein Motorflüger, dort Low-Time-Pilot. Und seit vor 2 Jahren eine Segelflugprobe gemacht. Vom Beruf von Ausbildung bin ich ETH-Ingenieur, das heisst, ich habe 1988 diplomiert, bin danach 2 Jahre Assistent an der ETH gewesen, Forschung, Lehre, Bereich Faserverbundwerkstoff. Und seit 1991 bin ich selbstständig und habe als Unternehmer einen ganz anderen Bereich, macht sehr schwere Maschinen, 100 Tonnen schwere Maschinen im Bereich Abfallentsorgung und Recycling. Der 1-Komet hat inzwischen etwa 10 Flugstunden, der Prototyp Nummer 1. Normalerweise haben wir etwa auf 1000 Höhenmeter geschleppt. Die Testflüge sind bis auf einen, wo der Benjamin Meyerberg, der da ist, gemacht hat, alle von Söder Petersen gemacht worden. Das ist ein professioneller Testpilot, arbeitet normalerweise für Diamond, hat aber auch Zulassungsflüge in Europa für das Junkers-Segelflugzeug gemacht. Mit dem Flugverhalten auf dem 1-Komet sind wir sehr zufrieden. Er erfüllt ungefähr das, was man von ihm erwartet. Die Kabine ist bei weitem noch nicht perfekt, der Aufbau ist noch nicht besonders gut, in der Produktion zu teuer, aber Flüge tut er hervorragend. Wir sind zurzeit mit Hochdruck da am Arbeiten, mit Leuten in Slowenien, die für Pipistrel tätig sind, aus dem 1-Komet ein verkaufbares Produkt zu machen und haben das ganze Produkt in eine Firma in Ennetbürgen eingebracht, nämlich die 1-Komet AG. Das Entwicklungsbudget vom 1-Komet ist bis zum heutigen Tag etwa 2 Millionen. Davon ist der grösste Teil in FEM und in CFD-Reiniger geflossen. Also wir haben ungefähr für 1 Million gerechnet an dem Flügen da. Zum Vortrag. In erster Linie die Idee, die dahinter steckt, wie sind wir vorgegangen bei der Entwicklung und was hat er denn de facto für eine Leistung. Der Projektstart war schon vor mehr als 10 Jahren. Die erste Frage, die wir uns dazu mal gestellt haben, ja, was gab es schon für fußstabfähige Flugzeuge zu dem Zeitpunkt mit ein bisschen mehr Leistung wie die damaligen dran. Bereits 1977 hat es den Mitchell-Wing gegeben. Der Mitchell-Wing, ich habe selber einen gehabt, haben wir für 1000 Franken gekauft, hat damit 2 Höhenflüge vom Fly gemacht, danach haben wir einen Belastungstest gemacht, wo der leider kaputt gegangen ist, dann haben wir ihn verschenkt. Der Mitchell-Wing ist eine Holzkonstruktion mit einem D-Tube vorne, 10,4 Meter Spannweite, 12,5 Quadratmeter Fläche, ein altes Nackenprofil, hat keine Schränke gehabt, hat aber dazu mal schon, also 1977 vor 1980 schon eine Gleitzahl für über 16 gehabt. Wenn der Pilot ein bisschen gescheit verkleidet gesehen hätte, er wahrscheinlich mal 20 gehabt und der Sinker klar unter einem Meter. Bei den Urflügern, ein richtiger Quantensprung ist dann der Swift gewesen. Ich selber habe einen amerikanischen Swift, ich habe einen belgischen Swift. Gleiter ist schon klar über 20 gewesen, wie irgendwie 70, 80 Kilometer. Der Hersteller gibt optimistische 27 an.
Der Swift ist absolut gut vorstadtfähig gewesen. Er war auch relativ robust gewesen. Er hat eine schöne, saubere Sandwich-Oberfläche mit Kevlar, außer 126 Gramm Kevlar, dann ein dünner Schaumstoff, knapp 2 mm, innen wieder eine Kevlar-Lage. Er hat aber kein Laminarprofil gehabt, er hat sogar einen Turbulator gehabt mit 25% und ziemlich viel Schränkung, was man halt über das Leisten gekostet hat. Das Innenleben vom Swift, wie es geht, er wird gefertigt in einer Schale. Das Gelbe, da sieht man das Kevlar-Material. Bei den Hängegleitern mit Leitwerk, bereits ab 1977 hat es der Ulf gegeben, Amateurbau, auch mit einem D-Tube vorne, bespannte Fläche. Im Vergleich zu anderen Daten war er vor allem recht gut im Sinken. Dort hat er sehr langsam fliegen, hat mit dem FX 63 137 ein extrem langsames Flugprofil gehabt. Gleitzahl ungefähr 16. Besser war dann der Carbon-Regen von Jim Maupin. Der hat verschiedene Elemente, die man auch bei den heutigen Vorstadtsegler mit Leitwerk findet. Also der Pilot war unten dran. Ja, er hat 13 Meter Spannweite gehabt, 14 Quadratmeter. Der Hersteller gibt ein Gewicht, ich habe nie am Flügel gesehen, von 66 Kilo an. Man sieht aber nie am Vorstadtmann. Man sieht den Pilot vorne in der Kabine mit den Füßen raus. Ich vermute, dass er allerdings nicht hätte so dastehen, einfach wenn es Leitwerk schaut relativ schwer aus. Man findet auf Internet auch detaillierte Baupläne von dem Flüger, von dem, was interessiert. Man findet auch Angaben zum Profil. Ich habe einmal nachgerechnet, ich bin nicht ganz auf 1:25 für das Flugzeug. Die Krönung von dieser Sache ist dann der Archaeopteryx. Der Archaeopteryx, den es ab 201 gegeben hat, ist ebenfalls eine Konstruktion mit einem D-Holm, mit einer bespannten Oberfläche, 13,5 Quadratmeter Spann, 13,5 Meter Spannweite. Ich muss nicht viel erzählen, Nachmittag um 1 wird Cornelia Rupert über Archaeopteryx im Vortrag halten. Der, der mir persönlich am besten gefallen hat von diesen älteren Flügen, sind die Konstruktionen von Eric Raymond. Das sind zwar keine Fußstadtkonstruktionen, die sind aber super leicht gewesen. Das heisst, er hat einen Solarflügel gemacht, der Eric, mit 17,5 Meter Spannweite und der ganze Flügel samt Antrieb, samt Solarzelle, alles drum und dran, hat lediglich 91 Kilogramm gewogen. Von der Leistung ist er auch besser gewesen wie die anderen. Also, trotz nicht-laminarprofil, trotz nicht-laminarer Strömung, muss man sagen, an der Oberfläche aufgrund der Solarzellen trotzdem deutlich über 30 an Leistung gehabt. Daneben hat es einen Haufen andere gegeben, also Mäuse hat man eingebaut, Günter Rochel, XX-Term. Man findet diverse auf dem Internet. Jetzt, wenn man alle die Flüge anschaut, dann sieht man, in der Regel ist die Leistung gleitzahlmäßig unter 25 gewesen. Hingegen haben gute Segelflugzeuge mit 15 Meter Spannweite, also eine Spannweite, die man nur mit einem Hängegleiter realisieren kann, eine Gleitzahl, die über 45 liegt. Darum habe ich mir 2012 die Frage gestellt, ja, kann man nicht einen Hängegleiter machen, der auf die Gleitzahlen kommt? Die Antwort ist ja, man kommt in der Gegend von einem Segelflüger unter der Voraussetzung, dass man nicht allzu schnell fliegt. Und der 1,8 ist dann mit dem Ziel entwickelt worden, eben möglichst nach in seiner Leistung an ein Segelflugzeug herzukommen, dabei aber eben eine vorstadtfähig zu bleiben in der Grundversion. Die erste Frage, die wir uns dann gestellt haben, ist, ja, was macht man? Ein Nullflügler oder ein konventionelles Flugzeug? Für einen Delta-Pilot wie mir wäre es natürlich logischer gewesen, man nimmt einen Nullflügler, hat weniger Komponenten, man hat jetzt weniger Probleme im Schwerpunkt,
Aber bei genauer Betrachtung, es gibt halt kein Notflügler-Segelflugzeug, was schlussendlich über den ganzen Geschwindigkeitsbereich gleich gut fliegt wie die konventionellen Flüger. Die gleichen Randbedingungen, also gleiche Flächenbelastung beispielsweise. Die Auslegung ist ja deutlich einfacher, also ich bewundere sehr die Leute wie der Eileen Shaw oder der Steve Morris, die es geschafft haben, den Swift so gut auszulegen. Kann sich vielleicht in Zukunft ändern, aber die Auslegung ist deutlich einfacher von einem konventionellen Flugzeug da. Ja, abgesehen, dass es eben meiner Meinung nach im Zweifelsfall besser fliegt. Darum sind wir dann eben auf ein konventionelles Flugzeug gekommen. Als eines von den ersten haben wir geschaut, wo kommt denn der Widerstand her? Das heisst, wo kann man angreifen, damit die ganze Leistung besser wird. Wir haben dazu ein riesiges Excel-File gemacht, wo ich die ganzen Profildaten reingehauen habe und die entsprechenden Formeln, um das auszurechnen. Man findet aber auch beim Loic Boermans, das ist ein bekannter Aerodynamiker von der TU Delft, das Diagramm. Das Diagramm ist für den ASW 27. ASW 27 ist ein Segelflieger, der inzwischen zwar schon bald 30 Jahre alt ist, aber immer noch Gleitzahl von 1:48 hat, also ist immer noch zumindest im Gleiten dabei. Was man sieht, im Langsamflug da, also bei unter 100 Kilometer, ist vor allem der induzierte Widerstand der wichtige. Der induzierte Widerstand ist der mit der Spannweite zusammenhängt. Danach kommt der Profilwiderstand und dann der Rest. Wenn man hingegen dann mal ein bisschen schneller fliegt, also wenn man jetzt zwischen den Tagen bei 150 fliegt, dann sieht man, der induzierte Widerstand ist nicht mehr sehr wichtig. Hingegen ist der Profilwiderstand von grösserer Bedeutung. Wenn man irgendwie auf die beste Gleitzahl geht, also da ungefähr bei 100 umeinander, da sieht man etwa 40% induzierter Widerstand, etwa 40% Profilwiderstand und der Rest halt die Hyblia. Wenn man das Ganze für einen Archaeopteryx anschaut, das Diagramm sieht eigentlich dasselbe aus, auch wenn es ein bisschen anders dargestellt wird. Dann sieht man, wenn man schnell fliegt, also schnell ist in dem Fall da unten, dann ist also unter 10 Jahren 0,5, dann ist der induzierte Widerstand nicht so wichtig, dafür wird der Profilwiderstand wichtig. Und wenn man langsam fliegt, also irgendwie da mit 10 Jahren 1,5, dann ist auch der induzierte Widerstand. Also das Verhältnis ändert sich nicht sehr, ob es ein sehr schneller Flüger wie der ASW 27 oder ein Archaeopteryx ist. Dann haben wir geschaut, was kann man machen, um den induzierten Widerstand zu verringern, weil eben im Langsamflug 2/3, beim besten Gleiter, beim 1,1 beispielsweise macht er fast 50% aus. Und das Einfachste ist, man vergrößert die Spannweite. Also darum hat unser Flüger 15 Meter Spannweite, das ist ein bisschen mehr gesehen als die anderen vorstellbaren, die es gibt. Das heisst, wenn man beispielsweise 20% mehr Spannweite macht, hat man immerhin 44% weniger induzierten Widerstand. Oder umgekehrt betrachtet, wenn ich jetzt einen Flüger habe, der nur 12 Meter Spannweite hat, anstatt 15 Meter, dann hat er 56% mehr induzierten Widerstand. Das heisst, im Langsamflug wird dadurch natürlich die Leistung sehr stark beeinträchtigt, aber auch im besten Gleiter, wo wir fast 50% vom Gesamtwiderstand haben, macht das einiges aus. Grundsätzlich der induzierte Widerstand geht bei höherer Geschwindigkeit so zurück, aber alle anderen gehen rauf. Wird nicht ideal in der Damage-Lenzflüge. Was hilft, sind zusätzlich Winglets und sehr wichtig, dass man eine vernünftige Auftriebsverteilung hat. Also beim normalen Flüger irgendwie elliptisch, beim mit Winglets nicht überelliptisch. Das ist bei einem konventionellen Flugzeug relativ einfach zu erreichen. Sehr schwierig bei einem Notflügler zu erreichen, dass man dort wirklich elliptisch bleibt über einen größeren Geschwindigkeitsbereich. Beim 1,1 haben wir da ziemlich viel Arbeit investiert, nicht nur ins Profil, wo wir noch dazu kommen, sondern auch
in der Optimierung von der Auftriebsverteilung, weil das hat etwas damit zu tun, wie das Abkippverhalten ist. Zuerst hat mal der Dr. Martin Heppele, bekannter deutscher Aerodynamiker, mit AVL-Auslegung gemacht. Dann habe ich einiges mit XFR5 umgerechnet. XFR5 hat den Vorteil, dass er so auf einem normalen PC läuft und gibt auch relativ vernünftige Angaben zu der Leistung und ist eigentlich gut für Profitbelegung. Inzwischen sind die letzten Berechnungen sind bei Aerofem gemacht worden, mit CFD. Aerofem hat sehr leistungsfähige Computer, also mit einem Terabyte RAM, im PC hat man etwa 16, mit einem Gigabyte, 256 Kern, ohne das sind CFD-Rechnungen bei einem etwas komplizierteren Modell sehr schwierige, vernünftige Ziele zu machen. Bei Angaben haben ungefähr 15 Millionen Elemente sind durchgerechnet worden. Der nächste Punkt, das Profil. Wir haben vorhin gesehen, vor allem im Schnellflug ist das Profil eigentlich von entscheidender Bedeutung. Es ist das Element, wo der Flügel ist, liefert den grössten Profilwiderstand, ist der wichtigste Widerstand. Alle modernen Segelflugzeuge haben Laminarprofil. Laminarprofil heisst, die Strömung bleibt relativ weit hinten laminar, das heisst, der Umschlag von laminar auf turbulent ist in der Regel, vor allem wenn man schneller fliegt, hinter 50%. Der grosse Unterschied ist, wir haben hier mal eine kleine X-Folgerechnung hergemacht. Das rote hier ist das Laminarprofil vom 1-Komet. Das rechte hier ist das Profil von einem guten Flüger, der langsam sehr gut fliegt mit Bespannung. Was man sieht, ist einfach, wir sind hier beim Widerstand, also bei CA-Wert 0,4, 0,5, bei CA 0,405 von etwa 0,05 oder 50 mal 10 hoch minus 3. Und das andere Profil hat ungefähr 1,6 mal mehr. Also dort, wenn man zwischen den Dämmen fliegt, hat er nicht laminares Profil einfach ungefähr 1,6 mal mehr Widerstand. In Anbetracht, dass das der Hauptwiderstand ist, doch nicht vernachlässigbar. Wichtig ist, wenn man das Laminarprofil hat, dass man eine sehr gute Oberfläche hat. Also was da sehen ist, die Oberfläche B1-Komet fabriziert wurde. Wir haben dazu Formen gefräst, die entsprechend poliert und es ist noch eine Carbon-Oberfläche gemacht, direkt in der Form drin, um einfach eine Oberflächenqualität herzubringen, wie bei einem modernen Segelflügel. Der 1-Komet-Flügel ist übrigens dreifach teilbar. Das, was man da sieht, sind die beiden Aussenflügel. Es gibt dann noch einen Mittelflügel. Bauweise ist eine Sandwich-Bauweise, so wie man das schon im Swift gesehen haben. Das heisst, aussen ein Lackcarbon, dann 3 mm Rohrzell-Schutzstoff und dann wieder Carbon. Wenn man die bestehenden Hängegleiter anschaut, was die für Profil kennen. Oben sieht man das Swift-Profil. Man sieht die maximale Dicke ziemlich weit. Vorne, und wir jetzt eben da noch in dem Bereich, da bei 25% jetzt noch einen Turbulator, dort um laminare Ablösungen zu verhindern. Und man sieht, im Schnellflug wird das ein Problem mit dem Profil. Der Mitchell-Wing hat auch, das zweite da, ein ziemlich stummes Profil. Der Carbon Dragon ist zwar spitz, aber die maximale Höhe liegt ungefähr bei 30%. Das ist das Aussenprofil, das ist das Innenprofil. Da. Die Oberprofil von Archaeopteryx, das ist optimiert für einen Flügel mit Bespannung. Das heisst, die maximale Höhe liegt dort ziemlich weit vorne, weil in der Bespannung ist das Problem dass ungefähr 5 cm dort, wo die Bespannung angefangen hat, die ganze Sache von laminar auf turbulent umschlagen. Ich hoffe, dass man es sieht, da vom 1-Komet. 1-Komet hat das Laminarprofil, ist lediglich 13%
prozentig. Die anderen Profile, die wir vorgesehen haben, sind alle eher 15 bis 17-prozentig. Und im Vergleich dazu da ein Segelflugzeugprofil. Der Unterschied ist, das 1,1-Profil ist für tiefere Reynolds-Zahlen, also für langsameren Flug angepasst, und so, da muss man auch darauf geachtet haben, dass man einfach einen höheren CA-Wert erreichen und den Flügel nicht allzu groß bauen zu müssen. Für Profilentwicklung haben wir zuerst mal zum Dr. Würz, der entwickelt die für Shane Piet, den mit Martin Hepperli und Quabeck geredet. Schlussendlich haben wir dann am Dr. Hepperli einen Auftrag gegeben, so ein Profil zu entwickeln, und ich habe es noch jetzt optimiert. Wenn man es jetzt vergleicht zu einem bekannten Segelflugprofil, das ist das AH93, K131, das wird von Lloyd Berman für Vergleich empfohlen, weil es einfach Daten bekannt sind. Man sieht, wir sind ja im unteren Bereich, da sind wir absolut dabei, und im oberen Bereich sind wir, wie zu erwarten, bei einem neuen Profil besser. Vor allem, was wir nicht haben, die älteren Segelflugprofile haben in diesem Bereich, im Bereich von der Polaren, einen Einbruch gehabt. Das heisst, man hat den Anstellwinkel vergrößert und gleichzeitig hat man nicht mehr Auftriebe bekommen, was natürlich für den Vorstadtbahn sehr schlecht ist und was vor allem Thermikeigenschaften zum Thermiksteigen nicht gut macht. Jetzt rechnen kann man viel, darum haben wir unsere Rechnungen noch ein bisschen mit Windkanalergebnissen verglichen. Das ist auch wieder für das bekannte AHA-Profil. Oben das, was der Windkanal gemessen hat, unten das, was wir errechnet haben, und gesehen, es stimmt relativ gut überein, dass man kann unsere Rechnungen Vertrauen haben. Die Restwiderstände. Im Prinzip könnte man meinen, es macht nicht viel aus, weil bei einem Segelflüger sind es lediglich 10%. Aber ein Segelflüger hat ja noch einen Flat Plate Drag für etwa 0,01 Quadratmeter. Das heisst, das entspricht etwa einem Blatt Papier für diese Größe, die gegen den Wind fliegt. Und ein Helikopterpilot hingegen beispielsweise bei einem Turmloser kommt etwa auf 0,18 Quadratmeter. Das heisst, eine solche Fläche, die gegen den Wind fliegt also 40 mal 40 Fläche, nicht mehr 10 mal 10. Wenn wir jetzt beim 1-Komet das Trapez da machen würden, so wie man eingegleitet, so dass der Pilot runterhangen würde, hätten wir ungefähr bei 75 Kilometern die Leistung gerade halbiert. Aus dem Grund haben wir dann ziemlich einiges investiert in Optimierungen mit CFD. Das heisst, wir haben insgesamt 15 verschiedene Rümpfe durchgerechnet, angefangen, das ist der jetzt draussen steht, auf dem Feld, wo ich anschauen kann. Wir haben aber auch beispielsweise mal geschaut, wie läuft denn ein AS-33 aus, also das ist ein moderner Segelflüger von Schleicher, und haben das Ganze mit der Aerofilm ins CFD hineingehauen, mit einem sehr hochauflösenden Mesh. Das sind die 15 Millionen Elemente, die wir durchgerechnet haben. Und was man dann sieht, ist, wir sind dann so auf Gleitzahlen gekommen, von bis zu 44 für einen AS-33-Rumpf. Die abgehängten Rümpfe sind ein bisschen schlechter gewesen, sind ungefähr, der beste ist etwa ungefähr eine Gleitzahl schlechter gewesen. Wobei die 44 berücksichtigen nicht das Höhenleitwerk, Seitenleitwerk, und der Flügel ist alles dabei, aber das Höhenleitwerk nicht. Das heisst, man sollte etwa anderthalb Gleitzahlen abziehen. Das bedingt aber, um die Werte zu erreichen, dass man braucht ein Einziehfahrwerk, man braucht eine perfekte Oberfläche von der Kabine, auch bei der Kabine alle Spaltmaß unter 1 mm, weil so Schlacht die Strömung einfach ungefähr 1 Meter weiter vorne Bei dem Prototyp, der draussen steht, der hat vorne eine Rad, eine Kurve, hat ziemlich grosse Spalten. Das heisst, man hat ungefähr wahrscheinlich etwa 5 Gleitzahlen weniger als möglich. Jetzt rechnen kann man viel, am Schluss sollte man messen, um zu schauen, ob es stimmt. Wir haben Testflüge gemacht in Wallis, wir haben inzwischen Testflüge gemacht in Luzern-Beromünster. Wir haben dort die ganze Sache aufgezeichnet. Was wir gesehen haben, ist, dass man klar unter einen halben Meter kommt im Sinken. Bei 100 Kilometern sind wir etwa
Grössenordnung ein Meter. Das ist im Vergleich zu anderen Flügen, die bespannt sind, fast nur über die Hälfte. Die Gleitzahl ist noch relativ schwierig zu schätzen. Wir sind zu wenig lang geradeaus geflogen mit gleicher Geschwindigkeit und richtigem Flapping. Man geht aber davon aus, dass der Prototyp draussen mit der doch ziemlich imperfekten Kabine etwa bei 35 ist. Wenn man die ganzen Auswertungen anschaut und sieht, es fluktuiert ziemlich, was man da gemessen hat. Darum, wenn der Akkuflieg beispielsweise Vergleichsflug macht, dann haben sie einen Referenzgleiter, neben dem sie herfliegen, weil es einfach viel präziser ist. Was man so sieht, man sieht es nicht gut. Also, da wurde geschleppt, da hat er geklingt und dann geht es da ungefähr einen halben Meter sinken. Bei der unteren Grafik blau die Geschwindigkeit, also wir haben ungefähr mit 90 km geschleppt und dann sind wir so geflogen, in dem Fall bis ungefähr 50 km runter, also man muss dazu sagen, wir fliegen hier noch mit 40 km zu fliegen. Und dann die Gleitzahl, wenn wir da so um die 90 geflogen sind, ist dann etwa runtergegangen, ja, irgendwie bei 25, 30 aber wir haben dann wieder Phasen gehabt, wo wir etwa bei 45, 50 sind, also ist noch relativ schwierig zu interpretieren. Unvergleichbar, effektiv belastbare Daten, wenn man einen richtigen Vergleichsfilm machen. Was wir erwarten, dort aufgrund von der Rechnungen und aufgrund von der Vergleichsflüge ist, das ist der 1,8 ist die blaue Kurve. Das ist die Variante mit Elektrovariante, die deutlich schwerer sein kann. Also wir haben ja vorgesehen, dass man den 1,8 mit Wasserflügen über 300 Kilogramm bringt, weil wenn man schnell fliegt, braucht es einfach Masse. Und also sollten wir über 50 kommen, über 42 kommen. In der Variante vorstellbar mit einem IC-Fahrwerk geht man davon aus, dass man, das ist die grüne Kurve, dass man knapp über 40 kann. Wenn man hingegen keine IC-Fahrwerk hat, sondern eine Kabine so ähnlich wie die ausgestellt ist, dann werden wir irgendwo bei 36 liegen. Zum Vergleich da ein ASW 27 ohne Wasser. Nicht, also das heisst, ein Hochleitungssegelflügel wird etwa 5 Gleitzahlen mehr bringen. Hingegen die bespannten Flügel, die es jetzt gibt, die sind eher so bei 26, 28 Varianten. Das ist die grüne Kurve. Da. Zurück. Momentan sind wir eben vor allem mit slowenischen Firmen dabei, das ganze Produkt serienreif zu machen, dass es dann, so hoffen wir, gegen Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr verkaufbar ist und ab Beginn Mitte nächstes Jahr produziert werden kann. Besten Dank.